Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Pseudolagerzahlen in Xentral. Wir schauen uns gemeinsam an, wie und wo man Pseudolagerzahlen einstellt, wofür man sie braucht und welche Optionen es dafür in der Shop-Schnittstelle gibt. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Formelsyntax und zeigen dir konkrete Anwendungsbeispiele. Starten wir direkt in Xentral. Um zu verstehen, wie Xentral die Lagerzahlen für den Shop berechnet, öffnen wir einen Artikel und wechseln in den Reiter Lager. Standardmäßig wird der verkaufbare Bestand an den Shop übertragen. Unter Details Online-Shop-Optionen findest du zwei Felder, mit denen du diesen Wert anpassen kannst: die Pseudolagerzahl und den Lagerkorrekturwert. Aber wofür ist das eigentlich gut? Der Lagerbestandsabgleich zwischen Xentral und deinem Shop läuft regelmäßig alle paar Minuten. Das bedeutet, nach der letzten Lagerbestandssynchronisation könnten neue Aufträge eingehen oder andere Lagerbewegungen stattfinden, die den tatsächlichen Bestand bereits verringert haben. Bis zu dem neuen Abgleich zwischen beiden Systemen würde der Shop aber weiterhin den alten, zu hohen Lagerbestand anzeigen. Mit den Pseudolagerzahlen und dem Korrekturwert kannst du einen Puffer einbauen oder den gemeldeten Bestand per Formel dynamisch berechnen lassen, um Überverkäufe zu vermeiden. Zusätzliche wichtige Einstellungen findest du in den neuen Shop-Schnittstellen. Dazu klickst du auf das Einstellungen-Icon, gehst in der Navigation zu Verkaufen, Shops, Marktplätze und wählst deine Schnittstelle aus. In unserem Fall ist es ein Shopware-6-Shop. Dort klickst du auf Workflows und dann auf das Untertab Bestand. Unten findest du die Optionen für den Lagerkorrekturwert und die Pseudolagerzahl. Aktiviere beide Optionen, damit die Werte aus dem Artikel bei der Bestandssynchronisation für diesen Shop berücksichtigt werden. Anschließend speicherst du die Einstellung mit einem Klick auf den Speichern-Button oben rechts. Gehen wir jetzt zurück zu unserem Artikel und schauen uns die Optionen im Detail an. Fangen wir mit der einfacheren Option an, dem Lagerkorrekturwert. Standardmäßig steht hier eine 0. Das bedeutet, der in Xentral als verkaufbare Bestand ausgewiesene Lagerwert wird 1:1 so an den Shop gemeldet. Willst du aber, dass hier immer ein Puffer von beispielsweise 10 Stück zusätzlich zum realen Bestand gemeldet wird, kannst du hier 10 eintragen. Ein Minus vor der Zahl verringert den gemeldeten Bestand entsprechend um diesen Wert. Der Lagerkorrekturwert ist also eine einfache Möglichkeit, den Bestand für den Shop dynamisch um eine bestimmte Anzahl zu erhöhen oder zu verringern. Wenn du den Bestand genauer und abhängig von weiteren Einflussfaktoren steuern willst, bietet sich das Feld Pseudolagerzahl an. Im Folgenden zeigen wir dir anhand von Beispielen, welche Möglichkeiten du hier hast und wie der Formelsyntax aufgebaut ist. Starten wir mit der einfachsten Variante der Pseudolagerzahl, einer festen Zahl als Eingabe. Wir könnten hier zum Beispiel 100 in das Feld schreiben und Xentral würde unabhängig vom tatsächlichen Lagerbestand immer 100 Stück an den Shop melden. Das ergibt vor allem dann Sinn, wenn du weißt, dass der Artikel immer auf Lager ist oder im Zweifel schnell wieder beschafft werden kann. Generell solltest du mit zu großen Zahlen vorsichtig sein, da Marktplätze wie eBay und Amazon oft Limits für das potenzielle Umsatzvolumen haben und das hängt auch vom gemeldeten Lagerbestand ab. Eine Zahl als Eingabe kann also auch genutzt werden, um einen tatsächlich höheren Lagerbestand künstlich über die Pseudolagerzahl zu begrenzen. Ein Wert von 100 ist in diesem Zusammenhang meist unproblematisch und wird von vielen unserer Kunden dafür genutzt. Und das war jetzt die Eingabe einer einfachen Zahl. Häufig möchte man aber, dass nur der Bestand eines bestimmten Lagers übertragen wird. Schauen wir uns dazu das Lagertab des Artikels an. Wie du siehst, liegen 104 Stück dieses Artikels im Versandlager und insgesamt 250 Stück im Hauptlager. Um den gesamten Stückbestand des Hauptlagers an den Shop zu melden, gibst du im Feld der Pseudolagerzahl Folgendes ein: L Hauptlager. Das heißt, L steht für Lager,
gefolgt von einem Doppelpunkt und dem entsprechenden Lagernamen ohne Leerzeichen dazwischen. Sobald wir aus dem Textfeld herausklicken, zeigt Central eine Vorschau des berechneten Lagerbestands an. Wenn du stattdessen das Versandlager verwenden willst, musst du nur den Lagernamen hinter dem Doppelpunkt entsprechend anpassen. Auch in diesem Fall wird der Bestand aus dem gewählten Lager übernommen. Neben dem gesamten Lager kannst du auch einen bestimmten Lagerplatz gezielt ansprechen. Das Kürzel dafür ist LP für Lagerplatz. Wieder gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Lagerplatznamen. In diesem Beispiel könnten wir zum Beispiel den Lagerplatz Schnelldreher 1 ansprechen und erhalten in der Vorschau die erwarteten 200 Stück. Neben Lager und Lagerplatz kannst du auch die Anzahl reservierter Artikel ansprechen. Vorausgesetzt, die Autoreservierung ist in den Projekteinstellungen aktiviert. Dafür gibst du einfach RES für reserviert ein. In der Vorschau wird dir dann die entsprechende Stückzahl angezeigt. Falls du die Autoreservierung nicht nutzt, kannst du alternativ die Anzahl offener Aufträge abrufen, indem du offen eingibst. Beide Werte kannst du optional weiter auf ein bestimmtes Auftragsprojekt einschränken. Dafür hängst du an RES oder offen einen Doppelpunkt, dann PR für Projekt, erneut einen Doppelpunkt und schließlich den Projektnamen an. Außerdem kannst du Plus- und Minus-Operatoren verwenden, um Lagerbestände zu addieren oder zu subtrahieren. In unserem Beispiel kannst du beide Lager addieren, indem du Folgendes ins Textfeld schreibst. L Doppelpunkt Hauptlager, gefolgt von einem Leerzeichen, ganz wichtig, gefolgt von einem Plus, danach wieder ein Leerzeichen und am Schluss L Doppelpunkt Versandlager. In der Vorschau zeigt Central dann die Summe der beiden Lagerbestände an. Zusätzlich kannst du auch komplexere Bedingungen hinterlegen, um noch flexibler auf bestimmte Lagerbestände zu reagieren. Die Syntax funktioniert dabei folgendermaßen. Du beginnst mit einer Wenn-Bedingung. Danach folgt ein Pipe-Symbol, gefolgt von der Dann-Bedingung, die greift, wenn die Wenn-Bedingung erfüllt ist. Mit einem Semikolon kannst du zusätzlich eine Sonst-Bedingung angeben. Sie wird ausgeführt, wenn die Wenn-Bedingung nicht zutrifft. In unserem Beispiel bedeutet das, wenn im Hauptlager mehr als 300 Stück liegen, dann soll der Bestand aus dem Hauptlager übermittelt werden. Sonst soll die Summe aus Hauptlager und Versandlager übertragen werden. Da im Hauptlager nur 250 Stück liegen, also weniger als 300, greift die Sonst-Bedingung. Central summiert beide Lager, das ergibt 354 Stück. Als mögliche Operatoren für die Bedingungen können folgende verwendet werden. AND, OR, kleiner, größer gleich, ist gleich, ungleich, plus und minus. Damit lassen sich viele verschiedene Szenarien für die Bestandsübertragung flexibel abbilden. Und das war die Übersicht zur Pseudolagerformel und ihrer Syntax. Zum Abschluss noch 2 kurze Hinweise. In jedem Artikel kannst du pro Verkaufskanal auch eine eigene Pseudolagerformel verwenden. Dafür hinterlegst du im Abschnitt Online-Shops deine Schnittstellen und wählst sie über das Stift-Icon aus. Im Pop-up entfernst du die Checkbox bei Einstellung aus Artikel und kannst dann die Pseudolagerzahl angeben, die nur für diesen Shop gelten soll. Weiter unten findest du auch den Lagerkorrekturwert, falls du stattdessen lieber diesen nutzen möchtest. Zum Schluss zeigen wir dir noch, welcher Hintergrundprozess für die Übertragung der Lagerzahlen zuständig ist. Dafür gehst du in die Einstellungen, suchst nach Prozessstarter, klickst darauf und filterst nach Lagerzahlen. Hier siehst du den entsprechenden Prozess und kannst ihn bei Bedarf aktivieren oder die Ausführungsfrequenz anpassen. Wir empfehlen, die Standardeinstellung von 15 Minuten beizubehalten.
oder mindestens 10 Minuten einzustellen, da ein kürzeres Intervall das System unnötig belasten kann. Und das war's zum Thema Pseudolagerzahlen in Xentral. Wir hoffen, du konntest dir einen guten Überblick verschaffen. Bis zum nächsten Video.